Wir hassen Polizeikontrollen im Senegal. Es ist wirklich ätzend. Okay, spannend, dass die Straßen zum Campingplatz auch immer so schwer sein müssen, oder? Richtung Westen, dann wenden. Rechts abbiegen. Guten Morgen. Morgen. Gewitter überstanden. Wir fahren jetzt weiter zum Rand des Saloum-Deltas. Hoffentlich finden wir wieder einen Campingplatz, der auch wirklich ein Campingplatz ist. Ja, wir freuen uns auf Duschen. Wir würden echt gerne mal wieder richtig duschen. Ja. Und auch nachts halt die Türen offen lassen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass irgendwas passiert. Und jetzt fahren wir als erstes noch an der Apotheke vorbei, nochmal Medizin für Tina holen. Die hatte vom Arzt nochmal per WhatsApp ein Rezept bekommen. Ja, für den Pilz haben wir im Arm. Ja, und zudem ist Tina jetzt auch noch richtig krank, wie man vielleicht hört. Deswegen werden uns jetzt ein paar Tage auf dem Campingplatz, glaube ich, ganz gut tun. Ja, einfach mal ausruhen. Jetzt erstmal dahin fahren und wieder gesund werden. Oh, das sieht so aus, als ob wir kein Rezept bekommen haben. Und? Hallöchen. Gab's nichts? Nein, sie hat gesagt, es wäre erst heute Nachmittag da und ich habe gesagt, wir fahren jetzt aber weiter zum Campingplatz. Oh, die hat mir gestern gesagt, dass es heute Morgen da ist. Ja, also ich weiß auch nicht. Sie meinte, wir sollen einfach in einer anderen Apotheke gucken. Okay, ja, dann machen wir das so. Yay! Das ist eine Apotheke. Das scheint erfolgreich. Yay! Ich habe meine Medizin. Und Nice. das Tolle ist, sie spricht auch noch Englisch. Ich habe es mit schlechtem Französisch probiert und dann hat sie gesagt, so if you like, you can speak English. Und ich so, ja! Classic. Danke! Und Hast ja, alles. sie konnte echt gutes Englisch, das war richtig cool. Na dann, auf zum Campingplatz. Ja? Ja! Okay, top. Das Mauretanien oder Marokko? Einfach ganz relaxed bleiben. Es gibt einfach keine Regeln, hier herrscht pure Anarchie. Also okay. Das Geile ist, wir rennen so einer bescheuerten grünen Plakette in Deutschland hinterher. Was du hier siehst, was hier Autos rauspulvern. Schwarzer, weißer Rauch, blauer Rauch. Jedes dritte Auto stinkt dermaßen hier und ist so kaputt und bläst alles raus. Aber gut, dass wir uns da in unserem kleinen Land da so bemühen. Das macht richtig viel Sinn. Disneyland ist auch im Senegal. Hier. Oh Mann, wir haben wieder was hinter uns. Und zwar eine Polizeikontrolle. Wir hassen Polizeikontrollen im Senegal. Es ist wirklich ätzend. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir hatten schon so viele Polizeikontrollen und wir haben es häufig auch im Nachhinein nicht gefilmt, weil wir nicht ständig uns aufnehmen möchten, wie wir darüber berichten. Aber jetzt muss es gerade einfach sein, weil es gerade wieder so eine Abzocke war und uns auch wirklich mitnimmt und belastet. Also wir wurden angehalten hier und wie immer wollen die dann die Papiere sehen, vor allem diesen Autopass, also Passavant heißt es im Senegal. Und dann hat der Polizist einfach gesagt, weil im deutschen Fahrzeugschein läuft Pumba auf mich. Deswegen ist der Passavant auch auf mich ausgestellt worden und auch die Versicherung. Aber trotzdem darf natürlich Marco fahren.
Und dann hieß es, er möchte den den Führerschein von Marco sehen. Und dann sagt der Polizist, ja, ihr habt einen Strafzettel, weil es kann nicht sein, dass der Autopass auf mich läuft und Marco fährt, dann muss ich fahren. Es war eine ewige Diskussion und ich habe ihm dann auch gesagt, dass es absolut korrupt ist, was er hier abzieht und ich möchte die Papiere zurück und dass wir in Dakar waren und auch an der Grenze mit mehreren Polizisten geredet haben und dass es absolut kein Problem ist, dass es rechtens ist, dass wir beide mit Pumba fahren dürfen und dass er mir meine Papiere wieder aushändigen soll. Und er hat gesagt, nee, das macht er nicht, wir müssen bezahlen, sonst kriegen wir die Papiere nicht zurück. Und diese Situation hatten wir wirklich schon oft und manchmal denken wir uns, es ist so viel einfacher, dieses Geld zu bezahlen und nicht für sein Recht einzustehen, aber das wollen wir nicht, weil es uns so aufregt, diese Ungerechtigkeit und auch, dass es noch Polizisten sind, die so korrupt sind. Die Leute hier sind so nett, wir haben so wundervolle Menschen kennengelernt und dann sind die unseres Erachtens noch oben an der Nahrungskette stehen hier im Senegal, die Leute, die noch mehr Geld abgreifen wollen und einfach ungerechte Dinge abziehen. Also das ist das, was uns so aufregt. Also ich könnte da kotzen. Weil wir hatten wirklich so wunderschöne Erfahrungen mit so vielen Einheimischen und immer wieder kommen wir an den Punkt, dass die Polizei uns abziehen möchte. Ich habe dann auch mit einem anderen Polizist geredet, weil ich gesagt habe, ich rufe die richtige Polizei an, dass ich ihn gerade nicht ernst nehmen kann. Und bin zu dem anderen Polizist und der hat dann mit seinem Kollegen geredet und gemeint, dass doch alles okay ist. Und dann hat der Kollege ihm aber einfach gesagt, ja, Marco war nicht angeschnallt, deswegen kriegen wir einen Strafzettel. Was überhaupt nicht stimmt, er war die ganze Zeit angeschnallt. Und es war ein ewiges Hin und Her. Er ist dann auch einfach wieder mit unseren Papieren weggelaufen und hat den Verkehr geregelt. Und Marco ist dann mit Cäsar raus. Also es tut uns ein bisschen leid, dass wir Cäsar da auch nutzen, aber die Leute hier haben echt Angst vor ihm. Die haben wirklich Angst und Respekt und Marco ist dann mit ihm raus. Möchtest du dann erzählen, wie es weiterging? Ja. Also ich stand dann vor dem Polizisten mit ihm. Dann habe ich gemerkt, okay, er hat ziemlichen Respekt vor Cäsar. Hat dann immer gesagt, also ich weiß nicht, was er gesagt hat. Er hat auf Französisch geredet auf einmal, dann wollte er nämlich kein Englisch mehr reden. Ja, und er hat die ganze Zeit Englisch geredet. Und hat dann irgendwas zu mir gesagt, was irgendwas mit dem Hund zu tun hatte. Und dann kam halt noch mehr dazu, die dann alle meinten, ja, Hund. Und ich so, ja, was ist mit dem Hund? Der Hund, der schwitzt, es ist zu heiß, wir stehen in der prallen Sonne jetzt hier, warten auf unsere Papiere. Deswegen habe ich einen Hund rausgeholt. So, und ging es halt ewig hin und her. Und er meinte, ja, er hat dann so mir zu verstehen gegeben, ich soll mit dem Hund reingehen ins Auto. Er kommt dann, bin ich los, gesagt, ja, dann komm mit. Ist er natürlich nicht mitgekommen, hat sich wieder auf die Straße gestellt, hat den Verkehr weiter geregelt. Bin ich umgedreht, guckt, okay, der hat keine Waffe, hat mir seinen Block, den er in der Hand hatte, einfach geschnappt, bin mit Cäsar weggerannt, ins Auto rein, haben alles verriegelt. Dann kam sie natürlich an und meinten, ja, nee, das geht nicht. Dann haben wir den Block aufgemacht, haben da irgendwelche Strafzettel, Atteste heißt es ja hier, rausgeholt, haben die erstmal abfotografiert, haben ihn abfotografiert, weil uns das dann einfach zu viel war, seine dumme Korruption. Gesagt, er soll uns jetzt unsere Papiere zurückgeben. Ich dachte eigentlich, dass sie in dem Block drin waren, war aber leider nicht so. Pech gehabt. Aber hat trotzdem geholfen, das Druckmittel, weil er wollte unbedingt einen Block zurückhaben. Keine Ahnung, was da drin stand, was so wichtig für ihn war. Das waren einfach nur Schmierzettel. Ja, aber da stand sein Name drauf. Da stand sein Name drauf, ja. Und dann hat er irgendwann uns die Papiere reingeschmissen und wir haben ihm dann nach und nach seinen Block wieder rausgegeben. Dann standen sie immer noch alle im Auto rum, haben überall geklinkt, wollten rein, keine Ahnung. Und ich habe da einfach nur aufs Gas gedrückt und weg. Ja, weil die Einheimischen auch gesagt haben, wir dürfen keine Fotos machen. Da habe ich gesagt, ach wirklich, bei korrupten Polizisten, die kann ich schon fotografieren, das kann man schon veröffentlichen. Und ja. Na, das Ende vom Lied ist halt, dass mich das übelst arg mitnimmt zurzeit. Und jedes Mal nach so einem Ereignis mich erstmal total runterholt. Und eigentlich hatten wir uns so auf den Tag gefreut. Ja. Und jetzt ist meine Laune gerade wieder einfach nur im Keller. Und ja, das ist so ein Moment, wo ich dann sage, okay, ich will zurück nach Europa. Und das ist aber so unfair, weil es hier so schön ist und die Menschen so toll sind. Und nur wegen solchen Arschlöchern wird da einem der Tag vermiest. Aber ja, wir gehen jetzt eine Runde spazieren mit Cäsar. Der jault hier schon. Wir frühstücken und dann fahren wir weiter und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Genau. Weil wir hatten echt schon viele Erlebnisse mit der Polizei.
über wir sollen Strafe bezahlen, weil Marco in Sandalen Auto gefahren ist. Oder einfach nur so, also die erfinden sich die witzigsten Sachen und wir haben bisher wirklich noch keine Strafe bezahlt, aber halt so häufig diskutiert und es ist so ein scheiß Gefühl, wenn jemand dich so erpressen kann. Also wenn man deine Papiere, deinen Reisepass, die Autopapiere, die Versicherung, Führerschein behält und sagt, ja gut, du kannst, wenn du nicht zahlst, dann kannst du halt nicht weiterfahren oder ich behalte einfach deine Papiere. Und das ist so ein blödes Gefühl. Aber wie Marco sagt, wir gehen jetzt eine Runde spazieren und dann sieht die Welt hoffentlich danach viel besser aus. Mother, this trip takes way too long. Mother, the sun soon will go down. Well, I'm sure that we should be home yesterday. Now I doubt that we will reach. Ich bin erst bei der Bank. Hoffen wir, dass wir diesmal die Karte nicht in den falschen Automaten gesteckt hat. Nein, 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 nein. Und? Hast du die Karte in den richtigen Automat gesteckt? Ja, aber es geht nicht. Ich krieg kein Was geht Geld. nicht? Also erstmal habe ich immer Englisch gedrückt und die Englisch-Funktion funktioniert nicht. Dann hat der Security mir geholfen. Da hat er gesagt, es geht nur auf Französisch, hat mich durchs Menü geführt. Und meine Bank lässt nicht zu, dass ich hier Bargeld bekomme. Okay, also zur nächsten. Ja, was geht hier denn ab? Tataguine est là. Tout de suite, on a vu la commune de Tataguine. Grâce à l'armée aujourd'hui. Déjà Diouf, grâce vous avez la commune de Tataguine qui est là. Wahlkampf im Senegal. Geht das ab hier? Nächster Versuch mit meiner Karte. Hoffentlich haben wir diesmal mehr Glück. Haben wir Geld? Wir haben Geld! Oh, we have the money! Destiny. Mother, is this love sensible at all? Yes, son, the Redeemer prevents our fall. Well, I'm sure that we should be home yesterday. Now I doubt that we will reach our destiny. Ich müsste aussteigen und gucken, ne? Es bleibt wieder mal spannend, ob wir heute den Campingplatz auch erreichen. Marco checkt gerade die Lage ab, ob wir durch die Pfütze fahren können. Aber er meinte schon aus der Ferne nein, weil da überall Dornen sind und die echt viel zu fett sind. Nicht, dass wir nachher uns noch einen Platten holen. Keine Chance. Hier würde ich nicht durchfahren, weil das vorne sehe ich, dass da spitze Steine und keine Ahnung, tiefe Löcher sind. Und da vorne ist so ein Absatz. Und kein Plan. Ich weiß nicht, wie wir jetzt hinkommen sollen. Alle sind voll platt.
Wir haben es nach 5 Stunden geschafft auf dem Campingplatz. Nach einer Matschpartie mit dem Auto. Ja, Gott, war das anstrengend. Oh, der Campingplatz, der ist echt schön. Direkt hier am Wasser. Wenn es natürlich die Moskitos die Nacht wieder extremst ärgern. Geht's dir auch hier? Uns geht's allen wie Cäsar. Komplett am Ende. Das ist eine andere Sache hier in Afrika. Wenn Google Maps 2 Stunden sagt, dann kannst du eigentlich mit der doppelten Zeit rechnen. Immer. Aber jetzt haben wir es geschafft. Jetzt bleiben wir erst ein paar Tage hier. Ja, jetzt fahren wir erstmal nicht mehr. Nee. Weil wir haben bisher die längste Zeit für die wenigsten Kilometer auf dem Senegal gelassen. Weil, Was? Ach, Sie kann schon nicht mehr reden. also ich wollte sagen, wir haben bisher in diesem Land die längste Zeit gebraucht für die wenigsten Kilometer. Ja, das stimmt. So. Gerade, dass wir noch welche Erstes Mückennetzprovisorium ist gebastelt. Hier unten mit so einem Tesa-Magnetstreifen und mit starken Magneten noch verstärkt. Oh mein Und Gott! jetzt hier mit Gafferband festgeklebt und hier oben und an der Seite ist es eingeklemmt. Jetzt hoffen wir mal, dass es die Mücken abhält. Na, MacGyver, wie läuft's? Semi. Die Seite ist nicht so gut. Ich brauche aber auch mal Hilfe. Okay, ich bin da. Was gibt's? Wo kriegst du denn was her? So einen Scheiß haben wir uns halt vorher nicht gekümmert, weil wir halt wie immer nicht nach vorne gucken. Ich gucke immer nur auf den nächsten Schritt, den ich tätige. Und da kommt dann sowas bei raus. Deswegen Gaffer und Magnetklebestreifen. Einmal Regen und alles ist weg, ey. Ich hoffe, dass es heute nicht regnet. Nee, sieht gut aus. Oh, jetzt noch ein Stück Ernst. Nicht hier. Also es fühlt sich an, wie als ob man in eine riesengroße Badewanne geht. Es ist mega warm, das Wasser. Und auch total salzig. Also hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, es ist mehr Süßwasseranteil, aber es ist wie im Atlantik hier. Es ist komplett salzig. Aber deswegen sind vielleicht auch keine Krokodile und keine Krankheiten drin. Hoffe ich mal. Zumindest hat es mich nicht erwischt. So, wir gehen jetzt Und weiter. Marco
hat noch was richtig Schönes gefunden hier. Richtig schöne Muschel. Ja, wir brauchen ein paar Andenken. Yay, Flaschenpost! Da muss eine Schatzkarte drin sein. Ja, doch noch Müll. Man kann sogar reingehen. Hallo? Niemand zu Hause. Das ist mal eine richtige Buschhütte, Leute. Wir sind am Ende angekommen unserer Flusswanderung. Hier geht es nicht weiter für uns. Das sind die letzten 3 Bäumchen. Und danach geht es da hinten nur noch ins tiefe Morast rein. Da gehen wir jetzt nicht weiter. Ah, ist total schön hier. Keine Menschenseele, man hat seine Ruhe, kann Tiere beobachten, hier am Sandy Beach. Ja, einfach. Entlang spazieren, Sonne genießen, das Wasser ist total warm, die Fischerbötchen vorbeifahren. Ja, sich einfach hinchillen und genießen. Das ist richtig schön. Das ist eine coole Ecke. Wir sind wieder am Camp zurück. Wir essen jetzt Abendbrot und gucken uns noch einen schönen Film an und dann war es das für heute. Morgen werden wir dann auch das Camp verlassen. Mal gucken, wo wir dann hinfahren. Wir wollen auf jeden Fall dann mal wieder wild stehen. Ist halt nicht so einfach hier im Senegal, aber ab und zu geht's, haben wir es schon hinbekommen und ja, jetzt hoffen wir mal, dass es dann morgen auch wieder klappt. Und dann geht es auch schon in Richtung dem nächsten Nationalpark, aber dazu später mehr. Und den jungen Mann konnten wir heute endlich mal genügend auspowern. Wir sind zurückgekommen und der hat sich direkt hingelegt und pennt jetzt seitdem seit einer Stunde schon. Yay! So, jetzt gibt es schön senegalesisches, traditionelles Essen. Ja. Reis und Chicken! Wuhu. Ich habe übelsten Kohldampf. Sieht mega lecker aus. Bei uns gibt es heute Reis und Hähnchen und ganz viel Zwiebel. Vor allem ganz viel Zwiebel für mich, weil ich Markus Zwiebel auch noch essen darf. Musst. Guten Morgen. Wir haben den Campingplatz verlassen und sind schon wieder Attraktion. Wir wollten noch eine kleine Frühstückspause machen. Und wie man sieht, Tina und Cäsar hocken drin und der Rest der Bande steht hier draußen und bewundert uns. Ah, das ist süß, immer diese neugierigen Blicke zu sehen und dann zeigen sie mal auf irgendwelche Sachen und wollen immer wissen, was es ist. Hier ist wieder die Hölle los am Morgen. Alles voller Tiere. Alter, das Schwein genießt die Pfütze. Das hat sich da gerade reingefläzt. Geil. Das hat richtig Bock.